So, hallo zusammen. Wir wollen jetzt mal nach dem neuen Update ein paar Funktionen nochmal testen. Hier ist zum Beispiel schon mal das automatische Ausparken. Da gehe ich nochmal raus hier, dass ihr das sehen könnt. Im Endeffekt, zack, hier drauf. Dann sagt er an, in welche Richtung er ausparken soll. Ähm, ja, wenn man selber nicht ausparken möchte. Machen wir jetzt aber mal. Sehr gut. Das ist cool. So, stehen bleiben, weil hier geht's natürlich nicht weiter. Genau, ich habe das Auto übernommen. Aber im Endeffekt, das funktioniert, das testen wir gleich nochmal auf einem Parkplatz. Schauen wir mal. Hier sieht man immer richtig, richtig schlecht. Vor allem die parken hier so nah an den Kreuzungen. Vor allem, das sind immer die gleichen Leute leider. Ähm, Ordnungsamt und sowas war da auch schon tausendmal zugange. Die sagen, das interessiert die Personen da nicht. Man muss ja 5 Meter von der Kreuzungsmitte darf man nicht mehr parken, Abstand halten. Und ja, das machen sie nicht. So, hier haben wir auch wieder Leute, die komisch mit dem Fahrrad fahren und einfach rüberfahren und so. Naja, was soll man dazu sagen, ne? Auch nicht gucken, auf der falschen Seite fahren. Also das sind wirklich hier Paradebeispiele, wie man nicht Fahrrad fahren sollte. Naja, aber wir sind jetzt gerade im Auto. Wir sind umsichtig und nehmen und trotzdem Rücksicht. Entschuldigung. So, also, was ist jetzt seine Mission hier gewesen? Also, ja, also, Mann, also, die ersten 10 Sekunden vom Autofahren, 10 Sekunden, Minuten vom Autofahren, sehr spannend, was die Leute hier machen. Zum Glück wird ja alles aufgenommen, ähm, weil die Person hatte da keine Vorfahrt. Ähm, Da war nämlich kein rechts vor links. Und ich war ja schon auf der Fahrbahn drauf. Das heißt, sie hätte warten müssen. Korrigiert mich in den Kommentaren, wenn ich da falsch liege. Aber so sehe ich das, so habe ich das gelernt. Hier haben wir auch wieder einen Chaot, der einfach hier rechts steht, obwohl man da nicht stehen darf. Ja, sehr gut. Also ich glaube, das wird hier ein Video, wo man sich über die Verkehrslagen vielleicht ein bisschen mehr aufregt, als überhaupt zu zeigen, dass er fahren kann. Naja, jetzt ein bisschen Belustigung. Aber ich kann mich über solche Sachen schon sehr aufregen. Sollte man vielleicht nicht immer tun, sondern gelassener sehen, aber mich nervt sowas. Weiß nicht, wie ihr das seht, schreibt's mal in die Kommentare. Nervt euch sowas oder könnt ihr dabei ruhig bleiben? Oh, hier ist wieder Baustelle. Ich nutze ja im Moment diese XCOM mit dem Geschwindigkeiten, dass er dann selber stark rekuperiert oder niedrig, mittel und hat das One-Pedal-Driving, also das X-Pedal, auch aktiviert. Das heißt, wenn man da ein bisschen geübt ist, dann kann man wirklich nur mit dem Strompedal fahren und muss selber nicht mehr bremsen. Jetzt fahren wir mal auf einen Parkplatz, der immer gut besucht ist. Wir haben ja sonntags. Das heißt, da werden wahrscheinlich viele Autos einfach stehen und nicht bewegt werden. Und das können wir jetzt mal gut für die neue Funktion und sowas nutzen. Und wir haben jetzt nach dem heißen Wetter mal wieder ein bisschen Regen und ein bisschen Abkühlung. Gefällt mir eigentlich ganz gut, weil nächste Woche soll es ja wieder
35 Grad werden. In der Türkei war ich ja jetzt letzte Woche, da war es auch so 40, 45 Grad, aber dann schön mit Pool und Meer. Das war natürlich dann angenehmer wie hier in Deutschland, die 35 Grad, wenn das hier so wird. Ja, hoffen wir mal, dass die heißen Tage, also zu heiß zumindest, nicht zu lange sind. So 24, 25 Grad mit Sonne, das vermisse ich ein bisschen. Das vermisse ich in Deutschland gerade ein wenig. Entweder ist es total heiß oder total kalt oder regnerisch. Immer diese Extremen, anstatt einfach mal schöne 25 Grad Sonne mit einem lauen Windchen. Das wär's. So, jetzt gleich sind wir angekommen. Hier ist nämlich auch der TÜV Nord auf der rechten Seite hier. Da muss ich erst in knapp 3 Jahren hin. Und hier vorne haben wir einen schönen Parkplatz, den wir nutzen können. Wie ihr das schon seht, oder jetzt ungefähr seht, genau, sind hier mal so ein paar Fahrzeuge. Dann machen wir auch schon mal Parkfunktion an. Da gibt es ja einmal das normale Parken. Oder halt auch selber entscheiden, wie rum und alles. So, jetzt müsst ihr hier eigentlich mal genau die Parkplätze erkennen. Und ich würde jetzt aber einfach mal das eigene nehmen hier, genau. Und den Wagen mal hier positionieren. Also in der Lücke würde ich ihn gerne haben, rückwärts. Und Bremse betätigen und Autopark starten. Oh, jetzt nutzt er einfach trotzdem vorwärts. Schauen wir mal. Na, mal gucken, was der Fußgänger hier macht. So, er stellt sich jetzt genauso rein, wie ich ihn angewiesen habe. Es ist nicht komplett perfekt in der Lücke, aber so habe ich es ihm ja gezeigt. Aber von daher alles gut. So, fahren wir nochmal wieder. Jetzt erstmal wieder Gang einlegen. Fahren wir mal da vorne hin. Wieder die Parkfunktion, aber ich hatte ihn noch eigentlich rückwärts angezeigt, oder? Macht er dann trotzdem einfach das, was er besser kann. Das wäre natürlich nicht so toll. Schauen wir uns mal hier noch ein paar Lücken an. So, wenn ich jetzt einfach mal da vorne, aber ich möchte rückwärts einparken. Schauen wir mal. Jetzt macht er wieder diese Kameraansicht. Müssen wir natürlich ein bisschen vorfahren. So, und stehe jetzt so, aber ich möchte ihn gedreht haben und hier in diese Lücke. So, Autopark starten. Gucken, ob er jetzt fährt er auf jeden Fall rückwärts schon mal. Das sieht auf jeden Fall dann schon mal besser aus, dass er nicht einfach wieder vorwärts reinfährt. Das sieht gut aus. Da weiß ich nicht, ob ich eben richtig aufgepasst habe oder ob er wirklich gesagt hat, nee, das funktioniert jetzt hier vielleicht nicht. Und ich parke dir trotzdem in die Lücke ein, aber halt dann nicht rückwärts, sondern vorwärts, weil er das sonst so nicht so leicht gemacht haben könnte. Gucken wir jetzt, wie schön er jetzt hier einparkt. Das sieht gut aus. Sehr gut. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, das habe ich auch noch nie gemacht mit diesem, dass er wieder rückwärts einfach fährt. Da würde ich jetzt auch einfach mal wieder einen Gang einlegen erstmal natürlich. Jetzt muss ich mal gucken, wie das funktioniert. So, ich fahre jetzt vorwärts. Fahre jetzt einfach mal hier rum.
Dann hier rechts hin. Und dann jetzt hier links rein. Und dann würde ich mal gucken, wie das funktioniert. Da muss ich gerade mal schauen. Selber noch nicht gemacht, dass er die Strecke wieder rückwärts fährt. Mal gucken, ob das klappt. So, wahrscheinlich muss ich den Rückwärtsgang einlegen. Ah, da ist doch was. Bitte fahren Sie kurz langsam vorwärts und versuchen Sie es erneut. Oh, kurz vorwärts. Gucken wir mal. So, und wenn ich jetzt den Rückwärtsgang einlege? Nee, da will er jetzt nur das Parken machen. Also das hätte er nicht gemacht. Da weiß ich jetzt nicht, warum das so ist. Das müsste ich mir mal angucken. Fahren Sie kurz vor und wieder zurück. Oh, so möchte das nämlich auch nicht. Na, jetzt fahren wir nochmal vor. Ein Stück, mal gucken. Rückwärtsgang. Ah, hier macht er was. Oh, jetzt ist ja aber doch recht reger Verkehr. Was ist denn hier los? Rückwärtsfahrt starten. Wir machen das trotzdem einfach mal. Mal gucken. Jetzt fährt er natürlich nur das Stück zurück. Aber das scheint er trotzdem auch einfach zu machen. Das sieht gut aus. Und bupp, da wo wir angefangen sind. Gut, sehr gut. Dann hat er das auch noch gemacht. So, dann würde ich sagen, fahren wir noch mal einmal Richtung Autobahn ein Stück. Und die Assistenzsysteme, ich habe sie schon getestet. Muss ich ehrlich gesagt sagen, ich war nämlich gestern unterwegs, aber mit der Familie. Und die Familie will ich natürlich aus den Videos so gut wie möglich raushalten. Genau. Oh, müssen wir einmal gucken hier, dass wir hier rumkommen. Wahrscheinlich nicht mit einmal, aber doch. Doch. Schaffen wir. Genau, und ich kann nur jetzt schon mal ein bisschen spoilern. Das, was sie geschrieben haben mit dem verbesserten LCC, dass er nicht, und ACC, das stimmt. Er ist jetzt viel ruhiger, er ist nicht mehr so nervös. Der will einfach, also er macht jetzt die ganzen Sachen einfach ruhiger und nicht so aggressiv, wie es vorher war, und so ruckelig und immer korrigieren. Ich hoffe, ihr könnt das gleich sehen. Wir machen das jetzt einmal und dann schauen wir mal. Also gestern beim Testen ist mir dann auch jemand sozusagen in meine Sicherheitsabstandslücke reingefahren. Und er ist nicht direkt abgebremst, sondern hat das schön ruhig gemacht. Und vorher war das schon so, dass er gesagt hat, oh, da ist jetzt was, und zack, in die Eisen gegangen ist. Wir testen das jetzt mal ein bisschen, mal schauen, was für Szenarien wir entwickeln können auf der Autobahn. Können das hier auf der Landstraße jetzt gleich auch nochmal kurz anmachen. Lassen wir ihn jetzt mal ein bisschen selber fahren. Also er hält die Spur jetzt viel besser, sonst hat er das Lenkrad die ganze Zeit immer links, rechts so ein bisschen in der Spur am Zuckeln gehabt. Das ist jetzt viel ruhiger, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Jetzt haben wir den, der vor uns zieht. Jetzt wäre er schon fast, also er wäre vor dem Update wäre er schon kurz in die Eisen gegangen, weil ihm der Abstand nicht gereicht hätte. Und jetzt hat er gemerkt, das Fahrzeug beschleunigt aber. Ich gehe mal nicht sofort in die Eisen. Also da haben sie echt was Tolles gemacht. Und ich bin absolut zufrieden mit diesem Update. Es funktioniert alles viel, viel besser. Ich zähle jetzt nicht alle Punkte auf, vor allem zum Beispiel mit der Leiste, mit dem CarPlay, das jetzt unten bleibt. Das war bei mir vorher auch schon.
auch mit der alten Version. Ich denke, das haben sie halt bei den alten Modellen, wo das nicht funktioniert hat, mit implementiert. Hier war es eh schon mit drin. Ja, also für mich war dieses selbst einzeichnen, wo man parken möchte, ist für mich absolut eine geile Funktion. Und die Assistenzsysteme, dass die halt jetzt viel, viel ruhiger sind und viel, viel besser funktionieren. Also wirklich extrem viel besser. So, fahren wir mal gleich auf. Ich mache den einfach jetzt schon mal an. Lassen wir ihn selber rüberfahren. So, die Autobahn ist auf 100 reglementiert. Das ist natürlich jetzt gerade schlecht. Aber ich gehe stark davon aus, dass das gleich sich ändern wird. So. Also, ich zeige euch mal hier im Endeffekt, sonst wäre jetzt schon wieder die ganze Zeit links und rechts rumgeschwungen. Jetzt ist das schon viel, viel ruhiger geworden, das Lenkrad. Das könnt ihr schon mal sehen. So, jetzt haben wir da 120. Das stellen wir dann auch mal eben ein. Lassen ihn wieder einfach alles selber lenken. Also es funktioniert jetzt echt sehr, sehr gut, das System, muss ich sagen. Leider haben wir wahrscheinlich keine Baustelle jetzt hier in der Nähe. So, jetzt haben wir gleich ein Fahrzeug. Was vor uns ist. Mal gucken, wie er abbremst. So, schön ruhig. Er merkt, okay, da ist was. Ich halte den Abstand. Er geht nicht übertrieben in die Eisen. So, jetzt sagen wir aber, wir wollen ihn jetzt mal überholen. Weil das ist dann doch schon ein wenig langsam. So, Spurwechsel gemacht. Super. An dem Auto vorbei. Ich gebe mal kurz ein bisschen selber Gas. Ja, leider ist es sehr ruhig jetzt gerade. Ich würde gerne mal irgendwen haben, der vor mich schert oder so, aber das scheint gerade nicht zu passieren. Kommen wir wieder rüber. Aber ihr seht also, es ist wirklich top in der Spur. Er hält das super. Es ist nicht mehr so unruhig, sonst war das Lenkrad sehr am Wackeln. Das ist nicht mehr der Fall. Jetzt müsst ihr theoretisch, weil hier eine Auffahrt ist und das Schild ja da aus ist und nichts anderes ist, müsste man Gas geben können. Das machen wir jetzt gleich auch mal. So. Genau, wir stellen jetzt mal die 150 ein. Überholen den hier auch nochmal. Was er natürlich auch alles selber macht. So, jetzt ist doch einer reingefahren. Perfekt. Habt ihr das gesehen? Also im Endeffekt war ich 150 und er jetzt so 110, 120. Und vorher war es so, da hat er dann schon stark abgebremst und jetzt war es eigentlich recht human, würde ich mal behaupten, wie er das gemacht hat. Ja, hat sich auf jeden Fall viel, viel, viel verbessert.
Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Da hat Xpeng einen super Job gemacht. Ich müsste natürlich auf Baustellen. Auf Baustellen nochmal gucken, wie es da sich verhält. Nehmen Sie die Ausfahrt. Dann halten Sie sich links. Aber so das normale Verhalten ist jetzt richtig, richtig gut geworden. Halten Sie sich links und fahren auf die B65 in Richtung Seeland. Es ist schon von der Qualität richtig gut geworden. So, ich würde schon mal das Video abmoderieren. Wir sind jetzt gleich von der Autobahn hier wieder runter. Das meiste, was ich euch zeigen wollte, habe ich auch gut eingefangen, würde ich sagen. Ich würde mich über ein Like, Abo und Kommentare sehr freuen. Und mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschalten würdet. Bis dann!